Mein Herz steckt für die ganzen kleinen Unternehmen und Selbstständigen. Und ich vermute deins auch. Das Ding ist, wir nehmen überhaupt nicht wahr, dass es genau diese kleinen Unternehmen sind, die das Fundament unserer Wirtschaft bilden. Und wir reden auch nicht darüber, mit welchem Selbstverständnis die Menschen dahinter ihre Unternehmen führen und wie vorbildlich das ist. Und schlussendlich, und das ärgert mich richtig, reden wir kein Stück darüber, wie wir dieses Fundament weiterentwickeln, indem wir die Unternehmen so unterstützen, wie wir es mit den Großen schon tun und wie gut das für unsere Wirtschaft wäre. Mein Name ist Matthias und ich bin einer der Gründer von Jimdo. Ich darf seit über 15 Jahren mit den Menschen hinter diesen Unternehmen zusammenarbeiten und ich kann euch sagen, mein Respekt für sie, der wächst von Jahr zu Jahr, ganz speziell in dieser Krise. Und daher tut es mir auch in der Seele weh, dass wir nicht wahrnehmen, was wir da haben und schon gar nicht darüber sprechen, was daraus werden könnte. Mal ein paar Fakten. In Deutschland sind 81% aller Unternehmen Kleinstunternehmen. Das heißt, die haben weniger als 10 MitarbeiterInnen. Das heißt, die große Mehrzahl aller Unternehmen sind Kleinstunternehmen. Und in diesen 81% der Unternehmen arbeiten 5,7 Millionen Menschen. 5,7 Millionen. Mal zum Vergleich, ja, der größte private deutsche Arbeitgeber ist VW. Da arbeiten 260.000 Menschen. Und in diesen Kleinstunternehmen werden pro Jahr über 450 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Peanuts, sondern wir reden hier über das Fundament der deutschen Wirtschaft. Ja, was machen wir? Wir ignorieren es. Wir sprechen einfach nicht drüber. Gefühlt fiebern wir ja alle nur mit, ob BMW, VW und Daimler irgendwie noch den Schwenk hinkriegen zur Elektromobilität. Das kann doch nicht sein. Und dann ist es mir noch wichtig, dass wir verstehen, wie die Menschen hinter diesen Unternehmen ticken. Ja, die machen nämlich nur die Sachen, für die sie mit ihrem Namen einstehen wollen. Und was das konkret bedeutet, mal 3 Beispiele. Vor 3 Wochen habe ich mit einem Koch telefoniert, der früher in Sterne-Restaurants gekocht hat. Und der hat jetzt eine Tochter und hat sich selbstständig gemacht und hat gesagt, so du Matze, ich kann diese ganze Massentierhaltung einfach nicht mehr mit unterstützen. Das heißt, ich mache jetzt nur noch Bio und regional. Das bedeutet zwar, ich muss mich in meiner Karte total beschränken, aber ganz ehrlich, das bin ich doch mir, meinen Kindern und uns allen irgendwie schuldig, oder? Zweites Beispiel. Der Hutmacher von diesem Hut war vom ersten Lockdown massiv betroffen. Ist ja klar, wer kauft in solch unsicheren Zeiten noch einen Hut? Und dann hat er über Nacht umgestellt auf so Strohuntersetzer. Und das lief auch super, aber noch viel beeindruckender fand ich seine Haltung dahinter. Als ich mit dem telefonierte, hat er mir nämlich erzählt, dass sein Hauptziel ist, seine Stundenlöhner weiter zu bezahlen. Und ich meine, deine Stundenlöhner? Er meinte, ja, Matze, die sind hier in der Schweiz total durchs Raster gefallen. Ja? Die kriegen gar nichts, kein Kurzarbeitergeld, gar nichts. Und die müssen auch von irgendwas leben. Und es war für ihn total normal, dass er sich hinter sein Team zurückstellt. Drittes Beispiel. Ein Bäcker vom Bodensee. Erster Lockdown, haben sie über Nacht einen Online-Shop erstellt, bei dem man bis 22 Uhr seine Brötchen und Brote bestellen und bezahlen konnte. Und bis morgens 8 Uhr standen die vor der Haustür. Schon alleine das ist doch total cool, oder? Aber auch hier noch viel beeindruckender die Haltung. Weil als der Lockdown dann im Sommer gelockert wurde, haben sie gesehen, dass die Bestellungen zurückgehen, aber dass die ganzen alten Menschen noch weiter online bestellen. Die haben sich nämlich alle nicht vor die Tür getraut. Und für dieses Unternehmen war es total klar, dass sie die weiter beliefern, obwohl es sich umsatzseitig gar nicht mehr für die richtig gelohnt hat. Die wollten die Menschen einfach gut versorgen. So ticken die Menschen hinter diesen Unternehmen. Und jetzt stellt euch bitte mal vor, wir würden diese Unternehmen so unterstützen, wie wir die Großen unterstützen. Und wir würden auch anfangen, eine Zukunftsvision für dieses Fundament entwickeln, wie das vielleicht in 2030 oder 2040 aussehen könnte. Da steckt total viel Potenzial drin. Diese ganzen kleinen Unternehmen können locker 5-10% pro Jahr wachsen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und 5-10% mehr Arbeitsplätze in diesem Segment bedeutet, das ist das 1- bis 2,5-fache VW pro Jahr. Ja? Und ich bin mir sicher, wir würden darüber hinaus feststellen, dass unsere Wirtschaft innovativer, nachhaltiger und vor allen Dingen menschlicher würde. Das sind doch genau die Sachen, die wir haben wollen, oder? Aber das Problem ist, passiert nicht. Und ich glaube, dass das Ding dahinter ist, dass diese kleinen Unternehmen überhaupt gar keine Lobby haben. Und hier kommen wir alle ins Spiel. Denn ich glaube, wir müssen deren Lobby werden, deren Fürsprecher werden, die Präsenz hochhalten, die Fahne hochhalten, sodass die Medien aufhören, nur noch über Einzelschicksale zu sprechen, sondern das Fundament mal als Fundament wahrnehmen. Und dass die Politiker endlich begreifen, was wir da haben und anfangen, darüber nachzudenken, was daraus werden könnte. Und falls du ein kleines Unternehmen hast, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass du gerade eine wirklich schwere Zeit hast. Aber sei dir sicher, wir sehen dich. Und wir sehen den Beitrag, den du leistest für uns alle. Und wir sind an deiner Seite und wir bleiben an deiner Seite, weil wir an dich glauben und weil wir wissen, was in dir steckt und vor allen Dingen auch, was daraus werden könnte.
Aber wie gesagt, hier sind wir alle gefragt, eure Lobby zu werden. Und damit ihr endlich die Unterstützung bekommt, die ihr wirklich verdient. Und das Ganze ist nicht unmöglich. Ja? Geht einfach zu den kleinen Unternehmen und fragt, wie ihr ihnen helfen könnt, wie wir es schaffen können, die Präsenz hochzuhalten. Und ich bin mir sicher, jeder kleine Schritt zählt hier, vom Social-Media-Post bis vielleicht zum Anruf bei den Bundestagsabgeordneten und Bundestagsabgeordneten. Ja, da ist total viel, was wir machen können. Und wirklich, das ist nicht unmöglich. Wir müssen einfach anfangen und laut sein und Krach machen. Meine Unterstützung habt ihr, denn ich bin wirklich euer allergrößter Fan. Auf geht's!